39.999 Euro. 39.999 Euro. Ich verstehe es nicht ganz. Ist da jetzt das Fahrzeug überhaupt mit dabei oder ist das nur ein Ausbau? Das ist das Fahrzeug mit dem Ausbau. Das heißt, wir haben hier eine gebrauchte Basis, ein Fahrzeug, was im VW-Leasing gefahren ist, ein Servicefahrzeug. Und mit unserem Ausbau, das heißt, der Ausbau ist neu und ist ein junger Gebrauchter mit so ca. 80.000 Kilometern, der 4 Jahre Leasing gefahren ist. Das heißt, das Fahrzeug, was wir hier sehen, kriegt man für die 39.000 Euro. Wer fährt denn so ein Fahrzeug vorher? Häufig so Servicefirmen. Das heißt, große VW-Leasing-Nehmer sind ja zum Beispiel so die Firma Jungheinrich macht Gabelstapler-Service. Das heißt, hier im Münchner Werkstattausbau drin warten die Fahrzeuge, fahren viel Langstrecke, weil sie natürlich ganz deutschlandweit das machen. Das ist ja auch von Vorteil für euch, genau. Ist für den Diesel top und wir nehmen dann im Grunde den Werkstattausbau raus und machen dann unseren Ausbau rein, aber auch wieder da frei konfigurierbar. Ich muss auch wirklich sagen, also 39.999 Euro, das ist schon echt eine Hausnummer. Wenn ich darüber nachdenke, was ihr da alles einbaut, ich zeige mal ganz kurz in der Seite, das ist ja jetzt nicht nur dann, also ich weiß nicht ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Gebrauchtwagen ist, aber ich meine, die sind ja dann in Top-Zustand, wenn die dann auch von Firmensitz zum Beispiel kommen. Genau, richtig. Und dann baut ihr das noch ein. Mit den Serviceverträgen halt immer gepflegt, Wartungshistorie nachvollziehbar und auch eine Top-Basis und für den Diesel halt eingefahren. Also gerade die Langstrecken überhaupt nichts. Und dann eben ein frei konfigurierbarer Holzbauausbau. Das heißt, es gibt verschiedene Schrankfarben, insgesamt 7 Stück. Man kann sich eben aussuchen, wie es aussieht, erweitern um ein Aufstelldach und ähnliches. Das ist eben alles wählbar bei uns. Ist da jetzt schon eine Klimaanlage mit dabei? Eine Klimaanlage dabei, Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Wir können auch ein Tempomat einbauen. Das ist alles nachträglich natürlich alles möglich. Sag mal, kommen die mit so einer coolen Sitzbank, dass man sich so eine Couch daraus bilden kann? Das ist die Standard-Doppelsitzbank, die machen einfach drehbar. Das heißt, es gibt eine Drehkonsole, die wir zwischenbauen. Das heißt, wir nutzen im Grunde das Fahrzeug so, wie es ankommt und versuchen möglichst dann ein zweites Leben einzuhauchen, das möglichst nachhaltig zu machen. Kannst du mal kurz zeigen, wie das funktioniert mit der Drehbank? Weil ich bin wirklich mal gespannt. Das sieht irgendwie so aus, als hätte man überhaupt gar keinen Platz. Die muss man ein Stück nach vorne schieben und dann kann man die ganz einfach umdrehen. Ja? Okay, das ist ja echt im Handumdrehen. Und dann sind es 2 Hebel, einen vorne, einen hinten zum Fixieren. Weil für mich ist das Schlimmste, wenn mir jemand sagt, verstell mal ganz kurz den Sitz in einem Wohnmobil, weil ich nie weiß, wie das geht. Aber das ist ja wirklich der eine Hebel. Genau, einer vorne, einer hinten. Das heißt, damit macht man es dann einfach fest zum Fahren. Ich finde das richtig cool. Also es gefällt mir richtig gut mit dieser Bank. Ja, und dann macht ihr natürlich den super hochwertigen Ausbau. Ich finde, das riecht auch echt gut, wenn man reinkommt. Echtholz, ne? Das heißt, wir verwenden nur wasserbasierte Glasuren. Das heißt, immer ein schönes Raumklima, egal wann man reinkommt ins Auto. Es ist immer halt Holz, ne? Das macht halt immer einen guten Geruch. Ne? Ja. Kann ich mit dem Fahrzeug jetzt schon irgendwas anstellen? Ist da irgendwas drin wie ein Kühlschrank oder so? Genau, wir haben jetzt hier eine Kühlbox, eine Kompressor-Kühlbox von Dometic drin. Als Toploader hier drunter. Das heißt, es kommt alles schon mit dabei? Das ist alles mit dabei, genau, richtig. Ne? Wir haben jetzt hier dann unseren Gaskocher, den man auch mit rausnehmen kann. Ist halt eine Kartuschenvariante, das heißt, man kann den drin wie draußen nutzen. Wie hält denn der jetzt überhaupt da drauf? Der hat eine Schraube, dass man den auch... Ach so, genau, weil der hat nämlich so gute... Ja. Genau, und aber auch, wenn man sagt, man möchte eher mit Induktion kochen, dann können wir auch ein Induktionskochfeld einbauen. Waschbecken gibt es aufgesetzt, gibt es eingelassen. Das ist immer frei wählbar bei uns im Konfigurator. Schrankfarben gibt es in verschiedenen Farben. Das kann man sich eben alles aussuchen. Genau, und da hast du ja dann die Möglichkeit, dass du das Waschbecken, glaube ich, komplett verschwinden lassen kannst, wenn du ein bisschen mehr Arbeitsfläche haben willst. Ich zeig mal gerade, weil das ist, woraus ist das verbaut? Das ist ein Multiplexholz. Das ist jetzt hier ein Birkenmultiplex mit einem echten Eichenfurnier. Auch die Decke hat ein echtes Eichenfurnier. Und ansonsten haben wir hier unsere HPL-Beschichtung in 7 verschiedenen Farben aus Pappe-Multiplex. Das kann man eben sich dann frei konfigurieren. Ich finde das so ein richtig gutes Starterpaket. Das ist sowas, was auch für mich so mal ein bisschen, sagen wir mal, zum Greifen nah wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann hat man halt schon so einen schicken Ausbau mit drin. Vor allem mit den ganzen, sagt man das, Vertäfelungen? Ja, das sieht ja schon irgendwie so aus, genau. Das ist nämlich schon fast dann so ein Hausausbau. Ja, das Fahrzeug ist voll isoliert. Das heißt, wenn man jetzt eine Standheizung zukonfiguriert, kann man damit auch problemlos Wintercamping machen. Und im Alltag eben, man kann hier 5 Personen mitnehmen, so wie jeder PKW auch. Ist von der Größe natürlich so groß wie der Kombi. Man kann die Bänke rausnehmen, dass man es mal wieder für einen Umzug nutzen kann oder ähnliches. Das heißt im Grunde mehrfach in einem, nicht nur Camper. Kann ich hier drin schon schlafen? Ja, genau. Wir haben hier unser Schlafsystem mit der VW-Besitzbank. Dafür nehmen wir den Tisch einmal raus. Müssen dann einfach nur die Sitzbank umklappen nach vorne. Und haben dann hier unser eigenes Bettsystem hinten dran, das wir einfach nur einmal rüberklappen hier. Das heißt, da ist auch eine vollwertige Matratze mit dabei. Genau. Die Klappen, die haben so eine Klappmatratze. Sag mal gerade, weil
Oder wie dick ist die jetzt? Also ich kenne ja immer das Problem, du hast dann meistens die Matratze, die dann toll aussieht, aber das Problem ist, die Nächte sind dann doch schon ein bisschen härter. Wir haben verschiedene Matratzentypen, das heißt, das kann man auch auswählen, ob eine einfache Schaumstoffmatratze oder einen Kaltschaumkern möchte. Ja, genau. Das heißt, wir würden den starten mit dem ultimativen Preis, aber man kann schon starten mit dem Preis. Genau, was hier zu sehen ist eben genau das, was immer mit dabei ist. Ne? Das ist unser Startcamper. Ich wollte sagen, weil es ist ja nicht unbedingt mal der Startpreis, aber wenn ich jetzt wirklich dann noch so Gimmicks habe, wie eine Heizung, wie vielleicht die bessere Matratze, ich weiß nicht, was man noch... Aufstelldach, genau. Genau. Aber man kann auch den mit einem Aufstelldach haben. Genau, klar, auf jeden Fall. Okay, weil der hat ja jetzt keins mit dabei, das finde ich besonders cool. Ja. Wenn du halt den Dachhimmel nochmal öffnen kannst, du kannst, glaube ich, sag's mal ganz kurz. Genau, können wir rüberschwenken. Ja. Und kannst komplett außen auch die Abdichtung, also das Fliegenschutz kannst du entfernen und liegst dann quasi im Freien. Genau. Und das gefällt mir richtig gut, weil du stehst im Freien. Du stehst im Freien, genau. Kannst du offen schlafen, wenn es eben wirklich ein paar Mücken hat, kannst du es zumachen und einfach nur die Mückengitter offen haben. Ich gehe noch mal ganz kurz nach hinten, weil ich habe ja noch gar nicht alles gezeigt. Da ist auch noch ein Rollo im Fahrzeug, den wir auch gleich mal ganz kurz... Rollos, wir haben hier das kleine Regal, zweite Batterie ist mit dabei bei dem Preis, Landstromanschluss, wir haben immer 100 Ampere-Stunden AGM-Batterie dabei. Reicht eigentlich bei so einem Fahrzeug für 3 bis 4 Tage autark auch stehen, lädt sich auf wir haben immer hochwertige Ladegeräte von Victron, das heißt, durch die Lichtmaschine lädt sich das auf während der Fahrt, wenn man weiterfährt und wenn man immer länger steht, haben wir immer ganz klassisch den Landstromanschluss, dass man auch dann 230 Volt im Auto hat und das Auto überträgt und dann damit lädt. Ja, gefällt mir ganz gut. Also ich denke mal, viele Leute, die jetzt auch zum Beispiel, sagen wir mal, ein Fahrzeug haben wollen, mit dem die auch im normalen Alltag rumfahren wollen und auch ziemlich viel Platz haben wollen, weil du kannst ja die Sitzbank, du hast gemeint, kann man die verschieben, kann man die auch rausnehmen? Die kann man auch komplett rausnehmen. Genau. Das heißt, man kann im Grunde alles, was hier in der Mitte ist, bis zu den Sitzen vorne rausnehmen. Das heißt wieder das Fahrzeug mit 2,40 Meter Ladelänge, das als Transporter. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau, richtig. Weil ich finde sowas optimal. Ja. Und wir bieten den hier sogar auch noch mal im langen Radstand an. Das heißt, wenn man noch länger. Genau, wenn man den auch sozusagen als großer Mensch oder für noch mehr Platz haben möchte, gibt es den auch natürlich noch 40 cm länger von VW. Okay. Was haben wir jetzt hier noch dahinter? Genau, hier nochmal unser Regal. Kommen wir immer von der Seite aus dem Bett gut ran oder eben hinten über die Tür. Unten haben wir ein langes Fach, dass man Tisch und Stühle gut fest verstauen kann. Genau, das ist ja immer wichtig, dass man nicht nur was mitnimmt, man muss auch wissen, wo es hinkommt. Ja, genau, und dass eben das auch seine festen Orte hat. Aber hier hat man jetzt zum Beispiel auch in der, sagen wir mal, in der hintersten Einstellung hat man trotzdem noch hier genügend Stauraum, um noch was mitzunehmen. Genau, ne? Kann man sich dann freigestalten, was mit Euroboxen löst oder sich vielleicht noch einen Auszug reinbaut oder ähnliches. Ich muss sagen, das ist jetzt wirklich das kleinste Fahrzeug, was ich hier auf der Messe gefilmt habe. Das ist das einzige Fahrzeug, was wir wahrscheinlich in der Größenordnung hier filmen werden, weil es einfach so gut ausgebaut ist und für einen Hammerpreis, das muss ich schon sagen, aber... Wenn ich jetzt noch vielleicht einen Stern auf der Haube haben wollen würde, habt ihr da auch eine Möglichkeit? Ja, wir bieten das Ganze auch mit den Leasingrückläufern auf Mercedes-Basis an. Das heißt, wir können auch ein Vito ausbauen. Auch da gibt es immer die Möglichkeit, wenn wir mal rüberschauen, die Gebrauchtwagenoption. Wir haben jetzt hier Neufahrzeug, aber auch das gibt es dann als Basis mit dem Leasingrückläufer. Da starten wir ab den 43,9. Gibt es auch als Neufahrzeug, 2024er Modell. Aber auch da kann man sich auch die Gebrauchtwagenoption frei konfigurieren. Ich muss sagen, der sieht schon verdammt geil aus. Ja. Aber ich glaube, für mich wäre wahrscheinlich der für 39.999 € gerade so noch in meinem Budget, muss ich gestehen. Ja. Wenn ich mir jetzt sowas konfigurieren will, kannst du mir mal ganz kurz zeigen, wie das geht? Ja, das ist bei uns auf der Website. Da haben wir einen Konfigurator, wo wir alle unsere Fahrzeuge konfigurieren können. Das heißt, man kann hier auswählen, welches Modell man möchte. Wir waren jetzt zum Beispiel zuerst in unserem T6 Expedition. Das heißt, man wählt im Grunde da das Fahrzeug aus, muss das Internet hier mitspielen. Einen guten Wind. Ihr habt schon die Rechnung bezahlt, oder? Wir haben eigenes Internet. Genau. Und da haben wir eben die Leasingrückläuferbasis, gibt es auch als T61, das heißt als Modellpflege. Man kann sich frei das Fahrzeug auswählen, das heißt nur, wenn man sagt, mir reicht der kleine Motor, der reicht im Alltag vollkommen aus, die beiden Radstände und dann geht es eben weiter über den Ausbau. Wir hatten eben zum Beispiel den Schrank in Salbei-Grün. Das fand ich so schön. Und dann immer die Eichenelemente dabei und wir hatten ja auch eben gesprochen, die beiden Waschbeckenvarianten, Kochenvariationen, das wählt man alles frei aus. Okay, du kannst sogar ein Induktionskit da drin haben. Genau, richtig. Ne? Das ist cool. Und dann geht's eben weiter. Und der ist nicht mal mit Aufpreis, du kannst also frei wählen, Gas. Kann man eben frei wählen. Ich gestehe, Gas ist natürlich echt praktisch, weil du kannst ihn mit rausnehmen. Genau, richtig. Ne? Meistens kocht man ja auch schon draußen. Ja, ne? definitiv. Aufstelldach ist wählbar und alles, was man eben sonst an Zubehör so kennt und möchte, Standheizung und ähnliches, kann man alles bei uns frei auswählen. Genau, das heißt, du kannst ihn so mitnehmen, genauso wie er gerade da steht. Du kannst damit schon vollwertige Urlaube machen. Genau. Das ist eigentlich relativ
egal, aber wenn du jetzt noch irgendwelche Gimmicks untragbar Eine möchtest. Standheizung, ein Aufstelldach oder so, das geht natürlich auch alles. Plus, wir können natürlich auch das jederzeit erweitern, das Fahrzeug. Ja. Das heißt, wenn man sagt, ich will erstmal mit einer soliden Basis starten und mal gucken, ob das was für mich ist und möchte vielleicht einen Aufstelldach später haben, auch das ist möglich natürlich. Ich muss gestehen, ich finde das Konzept echt super cool. Also von Off-Track, vor allem, weil du dich halt um gar nichts kümmern musst. Es ist jetzt nicht so, als müsstest du dich viel um das Fahrzeug kümmern. Du hast schon quasi Garantie, dass du ein richtig cooles Fahrzeug mit dazu bekommst. Kannst das so ein bisschen mitbestimmen und dann macht mir halt noch jemand komplett den Ausbau. Ich stelle mir noch den Kühlschrank mit rein und ich kann im Prinzip eigentlich nur wie in so einem Online-Konfigurieren, also einfach online konfigurieren und dann kommt's, ich wollte gerade sagen bei Amazon, nee, haben ja gar keinen Konfigurator, kommst dann quasi fertig zu mir. Ja. Oder genau, ich hole ihn dann halt ab. Genau, richtig. Genau, wie funktioniert das dann, wenn der dann fertig ist? Wir fertigen alles bei uns in Hamburg selbst, haben eine große Holzproduktion, bauen alles da ein und dann in der Regel machen wir es einfach so, wir schicken die Unterlagen rüber und dann kann man das auf Fahrzeug zulassen, kommen mit den Kennzeichen und die erste Fahrt ist dann mit dem eigenen Camper von uns nach Hamburg selbst nach Hause. Ich sage jetzt mal ganz blöd, das ist aber nicht ganz so schnell über Amazon. Wie lange muss man warten? Wir haben aktuell mal so eine Vorlaufzeit von so 3 Monaten. Okay, das ist ja voll. Genau, aber man das kann eben alles mitentscheiden. Ja, genau, das gefällt mir richtig gut. Cooles Konzept und danke, dass du mir das vorgestellt hast. Und genau, wir sind bei Off-Track. Wir sind gerade beim Caravan-Salon in Düsseldorf. Jetzt der vorletzte Tag. Noch einen Tag und dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Ja, genau. Ja. Tschüss. Danke dir.